Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für selbstgemachte Nussecken. Dafür benötigen wir zunächst einen Mürbeteig, der besteht aus 250 Gramm Mehl, 125 Gramm kalter Butter, 75 Gramm Zucker, einem Ei und dem Saft einer Viertel Zitrone. Einfach alle Zutaten in die Rührschüssel geben und dann mit den Händen für etwa 3 bis 4 Minuten verkneten bzw. vermengen, bis ihr einen glatten Mürbeteig erhaltet. Den Teig dann in einen Bogen Frischhaltefolie einwickeln und danach für etwa eine Stunde in den Kühlschrank legen. Für die Nussglasur eine große Pfanne oder einen Topf aufsetzen und 200 Gramm Butter bei niedriger bis mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen. Sobald die Butter komplett geschmolzen ist, 200 Gramm Zucker dazugeben, den Zucker unterrühren und das Butter-Zucker-Gemisch dann unterrühren, so lange erhitzen, bis es anfängt leicht zu köcheln. Dann einen Schuss Sahne dazugeben und außerdem 250 Gramm gemahlene Haselnüsse. Die Hitze jetzt ausschalten und alles miteinander verrühren, so lange bis ihr eine klebrige Haselnussmasse habt. Die Haselnussglasur dann vom Herd ziehen und erstmal zur Seite stellen. Als nächstes geht es mit dem Mürbeteig weiter. Dafür die Arbeitsplatte leicht einmehlen, den Mürbeteig auf die bemehlte Fläche geben und von oben ebenfalls etwas einmehlen und danach mit einem Nudelholz ausrollen. Bis ihr den Teig in etwa auf die Größe eines Backblechs ausgerollt habt. Den Teig jetzt locker um das Nudelholz wickeln und dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech vorsichtig wieder abrollen. Als nächstes benutze ich hier so einen Backrahmen, um den Teig in eine eckige Form zu bringen. Den Backrahmen einfach wie einen großen Keksausstecher um den Teig legen und etwas andrücken. Den überschüssigen Teig abnehmen. Und dann eventuell die Ecken mit dem überschüssigen Teig noch auskleiden. Als nächstes die Nussmasse auf den Mürbeteig geben und mit einem Löffelrücken gleichmäßig dick verstreichen, bis der gesamte Mürbeteig mit der Nussmasse bedeckt ist. So geht das Ganze jetzt für 25 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Dann aus dem Ofen holen, etwa 5 bis 6 Minuten abkühlen lassen, den Backrahmen wieder entfernen und jetzt mit einem Messer zunächst der Länge nach in 4 etwa gleich große Streifen schneiden. Die Streifen dann senkrecht in etwa 20 gleich große Quadrate. Und zum Schluss alle Quadrate
diagonal in 40 Ecken schneiden. So sehen die Nussecken dann nach dem Schneiden aus. Und im Prinzip sind wir jetzt auch schon fertig. Wer mag, kann zusätzlich noch etwa 150 Gramm Zartbitterschokolade schmelzen und dann die beiden Seiten der Nussecken jeweils einmal in die Schokolade tauchen. Danach auf Backpapier komplett auskühlen bzw. aushärten lassen. Und dann servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.